Der wahrscheinlich teuerste Tabat-Wohnwagen der Welt. Der Tabat Cellini 750 HTD Slide-Out in der Modelljahr-Variante 2020. Ja, und was Sie heute sehen werden, das schlägt Ihnen wahrscheinlich entweder, ich sag mal, den Schaum vors Gesicht, wo Sie sagen, wie kann man nur so viel Geld für einen Wohnwagen ausgeben? Oder Sie sagen, das ist ja wohl das Schärfste, was ich je gesehen habe. Denn er hat einen Slide-Out mit drin, der den Wohnraum massiv vergrößert. Und wir werden heute mal erfahren vom Spezialisten, was da so alles eingebaut ist, was der alles kann und wie viele Extras er drin hat. Ja. Denn wir sind in Idar-Oberstein, man glaubt es kaum. Hier ist der wahrscheinlich größte Tabathändler Deutschlands. Ja. Ich grüße dich, Uwe. Hallo Sven, grüß dich, herzlich willkommen. Der ist toll, oder? Ja, ist absolut spitze. Das ist unübertroffen. Wir gehen einfach mal drum rum, dass man mal so ein bisschen die Größe sieht. Der hat eine gewisse Länge. Wie lang ist er? 7,50 Meter im Aufbau. Das heißt also, ich habe eine Wohnfläche von 7,50 Meter plus Slide-Out. Plus Slide-Out. Der Slide-Out, der sieht so klein aus von der Seite, ich zeige es mal gerade, aber er vergrößert den Wohnraum so heftig, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass so ein kleiner Slide-Out so viel ausmacht. Ja, das ist speziell in der Konstruktion, dass die Küche mit rausfährt. Du hast die Infrastruktur hinten dran. Es bleiben nur noch stehen, in dem Sinn das Bad, und es bleibt die Sitzgruppe stehen. Alles andere fährt komplett raus. Ja, wir reden hier über eine europäische Ausführung. In Amerika, da lachen die sich tot, da haben die 10 Slide-Outs. Aber das Produkt wiegt gerade mal 3,5 Tonnen, richtig? Wir haben also ein Eigengewicht von ca. 2,8 bis 3 Tonnen, je nach Zubehörversion. Das zulässige Gesamtgewicht ist 3,5. Das ist begrenzt natürlich durch die Fahrzeugvariante, die sich anbietet. Ja, das Ganze ist auch professionell. Das bedeutet, ich sag mal so, das ist dicht. So, die Amerikaner, die haben ja da etwas andere Ansprüche so an Dichtheit, an Verarbeitungsqualität. Ist das gut, Herr Slider? Hier bist du absolut top. Hier hast du einen Mechanismus im Hintergrund, der ähnelt einem Scheibenwischer an der Frontscheibe, wo das Wasser abgezogen wird. Zusätzlich gibt der Hersteller noch eine Markise oben mit auf, die in dem Moment die Schmutz und Partikel als solches von dem Slide-Out weghält. Okay, die fährt automatisch aus. Ich muss sie nicht abstützen? Sie ist, je nachdem wie weit das Slide-Out ausgefahren wird, variabel. Du musst also im Handbetrieb reinziehen. Okay, das geht ruckzuck. Das dauert ungefähr 2-3 Minuten. Man muss eine Kleinigkeit machen, man muss die Teppiche einmal umlegen. Das ist alles, oder? In dem Slide-Out selbst zum einen ausfahren ist sicherlich der Teppich, ja, genau. Ja. Man kann es komplett benutzen, ohne dass der Slide-Out ausgefahren ist? Man kann den Wagen zu jeder Zeit benutzen. Man kann so bequem ins Bad reingehen. Man kann ihn komplett in die Infrastruktur zu sich nehmen. Man kann alles nutzen, was möglich ist. Man hat halt eben in dem Fall, wenn er nicht ausgefahren ist, den Nachteil. Aber es bietet sich vielfach mehr, ihn direkt auszufahren, da du ja keine Bewegungszeit hast. Der geht ja innerhalb von 2-3 Minuten, fährt er rein und raus. Man sieht ihn sehr selten auf Campingplätzen, denn das Einsatzgebiet ist meistens nicht auf dem Campingplatz von den Fahrzeugen, richtig? Die Kundschaft ist so individuell, dass wir die Bedienungsfaktoren finden in großen Sportveranstaltungen, in Drehsituationen, beim Film, beim Sport, in Situationen, wo halt eben der normale Camper nicht zu finden ist. Ja. So, ich habe praktisch jeden Luxus, der ist komplett autark. Der ist komplett autark gestellt. Wir haben große Hochleistungsbatterien drin. Wir haben den Mover, wie du im unteren Bereich siehst. Du drückst 3,5 Tonnen. Mit dem kannst du ihn bewegen. Zwar nicht rechtwinklig, aber du kannst ihn in alle Situationen reinbringen. Wir haben ein automatisches Hydrauliksystem drin. Automatisch? Automatisch. Du drückst nur eine Taste und vollautomatisch läuft der Hydraulikzylinder rauf und runter. Stellt den Wohnwagen dann auch auf 6 Füße. Nicht auf 4, wie wir es gewöhnt sind, und hebt den Wagen auch komplett frei. Und das alles in knapp 3 Tonnen? In das Ganze in knapp 3,5 Tonnen. 3 Tonnen ist ja die kleinere Version. Da haben wir kein Slide-Out drin. Leer meine ich. Ja, also ja, leer, okay, gut. Aber voll beladen liegen wir auch manchmal ein bisschen drüber. Gell? Ein bisschen drüber, das ist ja in Deutschland vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber wir wollen ja nicht motivieren, dass sie irgendwas überladen. Das ist ja mal eine Deichsel, oder? Das ist ein Fahrwerk, das gibt es nur einmalig. Das ist auch speziell für diesen Slide-Out entwickelt worden. Der hat 3,5 Tonnen. Wie du siehst, sind da massive Bauteile dran. Wir haben ein Druckgussaufteil, was nicht irgendwie in Blechfertigung oder sonst was vonstatten geht. Wir haben die besten, härtesten Teile, die ein Alco in dem Sinn für dieses Chassis bieten kann. Die Lebensdauer ungefähr von einem Fahrzeug, wie du hier siehst, hast du welche mit Slider, die schon 10 Jahre alt sind? Ja, wir haben ja gerade erst vor 4 Jahren haben wir ihn erst in den Markt gekriegt. Oh. Aber das ist natürlich ein Faktor auch für die Zukunft. Das freut uns natürlich, wenn wir Slide-Outs bis 20 Jahre, 30 Jahre genießen können. Tabat baut hochwertige Fahrzeuge, die gibt es nicht erst seit gestern, Tabat. Na, Tabat ist einer der ältesten Hersteller.
mit allen Nuancen, was in dem Sinne im Marktbereich zustande ist, was alles gibt. Gell? Sven, das ist einfach ein Phänomen. Wir müssen mal rein, wir müssen uns mal richtig innen anschauen. Aber das No-Sense bei der ganzen Sache, du musst mal den Flaschenkasten sehen. Sag mal. Das Ding ist ja in dem Sinne wie eine zweite Schlafmöglichkeit. Das ist ja fast eine Größe, da kannst du noch ein Bett unterbringen. Hier vorne sind die Gasflaschen. Das heißt, ich habe automatische Umschaltung? Da ist automatische Umschaltung mit an Bord, da haben wir die Doppelfunktion drin. Man soll es ja nicht kühl haben, wenn mal irgendwann eine Gasflasche ausfällt. Gell? Das ist so. Ja, eine Klimaanlage hat er mit drin, das zeigen wir gleich mal. Und Starke hat hinten auch nochmal die Möglichkeit zu öffnen. Das können wir uns auch mal anschauen. Die gesamte Infrastruktur des Wagens steuern wir über das Heckpartie. Alles, was an Strom, Wasser und sonstige Sachen zusammenkommt, wird über die Heckpartie verschlossen untergebracht. Du gehst durch den Unterbau, gehst in den Wagen rein und kannst die ganzen Elemente einzeln anschließen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, weil hinten, das habe ich selten gesehen, stark. Also im Prinzip. Das Ganze ist dann alles noch mit Trüffelblech ausgeschlagen, dass du halt eben auch, wenn irgendwann mal Undichtigkeiten was kommt oder irgendwie Wasser verschüttet wird, es ja nicht gleich zum Korrosion führt. Okay, das heißt, da unten ist die Durchführung nach außen? Hier hast du die Durchführung nach außen hin, wo du Wasser und Strom mit einbringen kannst. Festwasseranschluss? Festwasseranschluss befindet sich in der großen Klappe hinten dran. Ja, sag mal. Da hast du Gardena-Anschluss, wie so üblich ist. Okay, das heißt, der kann auch dranbleiben, richtig? Der kann da fest dranbleiben. So gut ist die Qualität, dass ich ihn immer aufkriege. Da ist er. Da hast du Festwasseranschluss dran. Da hast du die Normalbefüllung drin. Über den Wassertank. Und der Tank selber, hat der einen Abwassertank? Oder geht das? Abwassertank haben wir im Wohnwagen nicht speziell. Das ist ja generell. Aber wir können ohne weiteres einen Wassertank unterbieten oder können einbauen. Oder wir haben die Wagen im Winterbetrieb. Da brauchen wir Elektroanlagen nach für die Heizung rein, für Frischwassertankfüllung, für Abwassertank, Erwärmung, alles was drum und dran ist. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz nochmal auf das System ein. Ist das hier ein Doppelboden? Das heißt, der ist komplett winterfest? Der hat einen angedeuteten Doppelboden, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Die Elemente der Versorgung des Wagens finden sich im Unterboden drin. Und obendrauf ist dann der normale Boden, ja, genau. Das kann ich aber drin nochmal dir genau zeigen. Vielleicht mal kurz hier vorne die Klappe, wenn du mal so lieb bist, die mal aufmachst, dass man da mal reingucken kann, was da so drin ist. Da ist ein Laderaum? Das ist Laderaum komplett für die persönlichen Bedürfnisse, ja. Okay, dann geht da vorne nochmal rein. Prima. Ich nehme mal an, dass man dann von innen auch reinkommt, oder? Von innen kommst du dran, klar. So. Du öffnest ja nur die Kästen in dem Moment, dann hast du alles Zugang. Ich zeige mal ganz kurz die Aufbautür, dass man die mal sieht, wie man Die reinkommt. ist vergrößert speziell. Wie du siehst, geht da ein kleiner Mensch da durch. Warte, ich zeige Du das mal hast hier gerade. ohne weiteres eine Arbeitsleistung in der Schulterpartie, wo man auch schön breit mal durch reingehen kann. Gell? Die ist viel breiter als normal, oder? Die ist breiter wie normal, ja. So, hier vorne die Aufbautür ist schön gemacht. Ich kann durchgucken, wer reinkommt, aber das nicht nur in einem kleinen Fenster, sondern in einem richtig großen Fenster. Und ja, ich bräuchte vielleicht noch eine kleine Trittstufe hier rein, maximal, aber so im schnellen Betrieb ging es auch so, oder? Richtig. Tabat ist mit einer der einzigen, die halt eben eine vorgeordnete Trittstufe anbietet, die dir die Möglichkeit gibt, mit einem kleinen Schritt reinzukommen. Sehr schön. Wir kommen mal rein. So, und jetzt mal ganz langsam, dass Sie mal sehen. Der Slideout ist nämlich ausgefahren. Aus dem Bild gehen, damit die Impressionen besser kommen. Aus dem Bild gehen. Ich gehe mal kurz hier in die Ecke rein, dass man das mal sieht. Denn wir sind tatsächlich in einem Wohnwagen drin und nicht in einer Luxusferienwohnung. Und ja, es fährt zeitgleich das Bett raus und es fährt die Küche raus. Und mit Küche, lieber Uwe, Ja. Das ist ja mal eine Küche, oder? Das ist meine Küche. Da kann man im Prinzip einiges mit anlegen. Gell? Da hast du wirklich Elemente drin, die dir viele Möglichkeiten geben. Gell? So, das heißt, die fährt raus. Ich habe eine ganz große Küchenarbeitsplatte. Das heißt, hier kann ich richtig arbeiten. Da kannst du richtig mit der handwerklich arbeiten. Hier hast du das Ablagefach drin, wo schnell mal was weggeschüppt werden kann. Da hast du die Elektroversorgung, die schickterweise verdeckt ist. Ja. Die obere Staufächer für lange Elemente, wo man sich entsprechende Schubladen reinlegen kann, für rauszuziehen, ob es Gewürze auch immer sein mag. Stark. Ja. So, dann habe ich hier die Bedienung von was? Was Von ist das? den Lichtfaktoren im Wagen selbst. Okay. In dem Seitenteil sind natürlich nicht so allzu viel Platz drin. Warte, ich Musst du zeig klar das. betrachten, weil da läuft ja das Slide-Out. Du musst die ganze Infrastruktur ja einmal rein und rausfahren können. Das sind große, wie man es vom LKW-Bereich oder von der Baumaschinenbereich kennt, große Kettenfunktionen im Hintergrund, dass keine Verkettelung vorkommt. Habt ihr Da da siehst du mal, es auch schon mal. genau, war da jemals ein Problem mit den Slideouts? Groß? Nein, da haben wir noch nie Probleme gehabt in der Richtung.
Okay, Ja. ich sehe schon, da ist das Wasser mit drin, das muss ja auch Wasser, mitgeführt werden. Strom muss alles mit rein und rausgeführt werden, ja. Ja. Stark. Und das Ganze mit leer um die 3 Tonnen, das kriege ich ja noch gar nicht. Ja, das ist schon eine Welt. Also mit 3 Tonnen das hinzuzaubern, da muss man sich schon wirklich anstrengen, um halt eben auch irgendwo, da wo man es gebrauchen kann, Gewichte einsparen kann. Stark ist das Raumgefühl. Also normalerweise bin ich ja auf, ich sag mal, 2,50 Meter brutto begrenzt. Hier habe ich dann ein gutes Stück mehr und das macht sich richtig bemerkbar, ne? Ja, das ist ein Wohnhaus auf Rädern. Genau. Hier vorne der Schlafbereich, da habe ich ein richtig großes Queensbett und kann es komplett von allen Seiten begehen. Ich kann es von beiden Seiten begehen. Und wenn ich diesen Fahrbetrieb raus muss, kann ich es natürlich runterfahren. Das ist für den Nachtbetrieb gedacht. Okay. Und wenn ich es in dem Sinne im Tagesbetrieb nehme, schiebe ich es einfach nach oben. Ich erweitere mir hier meinen Durchgang und habe zusätzlich noch eine Art Rückencouch, die ich mal mit dem Rücken anlegen kann, für Buch zu lesen oder was auch sein mag. Ja. So, hier oben habe ich auch Schränke, komme ich gut dran. Dann habe ich hier so einen Silberstreif oben drüber, das wirkt sehr edel. Das ist, ist ein Metalleffekt, ja. Das ist auch noch was zusätzlich zum Zuladen. Da komme ich gut dran, auch von der Seite. Das heißt, ich muss nicht aufs Bett krabbeln, um die seitlichen Schränke befüllen zu können. Genau. Ich habe hier so ein Leselicht. Hier hast die Geheimfächer noch. Zeig mal das Geheimfach. Ja, ab jetzt ist es nicht mehr geheim. Danke, Uwe. Siehst du mal, was ich alles mache für dich, Sven. Ich zeig dir alles, was möglich ist hier. Und das fährt komplett raus. Dann, dann schade, beginnt das dass es kein... Abenteuer. Ein Bad. Ja, ein Abenteuer pur. Da willst du anschließend nicht mehr rausgehen. Warte mal kurz, ich zeige erstmal für den Leuten, da ist eine große Dusche drin, die muss ich nicht umbauen wie bei anderen. In keinster Weise. Das ist eine Haushaltsdusche, mit der du dich richtig bewegen kannst. Ich kann das mal gern vorführen. Ich meine, ich bin ja kein kleiner Mensch, wie du schon gesehen hast. Und hier ist Bewegung drin. Deine Größe, bitte, Uwe. Solche Geheimnisse gebe ich nicht ohne Preis. Aber meine Gewichtsklasse, gerade mal so 85 Kilo. Du bist ja ein Lustiger, warte mal. Schau mal, die Größe hinaus, wie du dich bewegen kannst, wie du Seife nehmen kannst, duschen kannst. Also Uwe, ich würde mal sagen, du bist ca. 1,80 Meter hoch, können wir uns darauf einigen? Etwas größer vielleicht sogar. Ausnahmsweise akzeptiere ich das meine Richtung. Ja. Da wäre sogar noch Platz für 1,90 Meter. Ja, genau. Obendrauf habe ich einen Handtuchhalter mit drin. Das ist ein Abtrockner. Wenn du halt eben die Dusche als Trockenraum benutzen willst, kannst du den Kleiderhaken reinhängen, schaltest dir das Gebläse von dem speziellen Bereich hier auf die Sachen und dutzt es nach oben hin raus. Das Gebläse ist wo? Das Gebläse befindet sich, hat 2 Temperatursteuerungen. Wir haben eine Badsteuerung und haben einmal eine Wohnbereichssteuerung. Sodass wir im Bad sehr angenehm im Freiüberkultur hantieren können. Und im vorderen Bereich ist es natürlich eine Öffentlichkeitsreich, dass man da etwas anders angeht. Ja. Ich zeige mal gerade hier vorne, hier habe ich natürlich auch noch ein Heki drin, damit ich lüften kann. Heizung findest du hier im hinteren Bereich. Ja. Das ist die speziell nur hergerichtete Erwärmung fürs Bad. Die wird gesteuert durch den vorderen Bereich über Temperaturüberwachung. Okay, das heißt, ich kann es im Bad ein gutes Stück wärmer machen als sonst. Ja, genau. Das ist ja der Effekt dabei. Ja. Ich habe ein ganz großes Fach dort drin. So ein Heckbad ist schon schön. Ja, das ist phänomenal hier, was du da alles in der Richtung geboten kriegst. Ganz ist natürlich auch gegen Rausfallen Alles geschützt dabei. geschützt. Ja. Ich habe hier der Druck des Wassers. Ist das normaler Haushaltsdruck? Kann man das sagen? Ist das etwa 2,5 Bar? 3 Bar? Nee, wir haben hier ein eigenes System drin. Das heißt also, wir füllen zuerst einen Wassertank. Ja. Aus dem Wassertank heraus bedienen wir in dem Sinne die Geräte, die wir halt eben in dem Wagen integriert haben. Ja. Sodass wir immer gleichmäßiger Druck haben, egal wo sie sich befinden. Wasser ist maßgebend im Tank und alles andere funktioniert von selbst. Ein Puffer quasi. Der Tank, der Puffer dazwischen. Ja. Gut. Die meisten schließen das ja fest ans Wassernetz an, nehme ich an, oder? Die hier länger stehen. Das ist geregelt, das geht durch ein Gardena Schlauchsystem. Ja. Das bewirkt automatisch ein Schwimmer im Tank die gleichmäßige Befüllung. Füllt sich dann automatisch auf. Das heißt, wenn ich losfahre, ist der Tank immer voll quasi. Wenn es gewünscht wird. Natürlich bei der Gewichtsklasse überlegt man sich, ob man diese 70 Liter während der Fahrt mit sich führt. Okay, sonst ist man nämlich leicht überladen. Stark. Also hier vorne habe ich eine ganz normale Dusche mit drin. Das sehe ich. Hier habe ich noch mehr Fächer. Das heißt, die Leute brauchen ja im Bad auch Handtücher. Alles, und Co. was gedenklich ist, kann hier untergebracht werden. Von allen Accessoires. Ja, vielen Dank erstmal. Wenn ich zumache, habe ich auch meine Ruhe. Das ist das Schöne. Hier habe ich, das Lichtsystem ist auch ziemlich cool gemacht hier. Wenn man mal etwas näher rangeht, da sieht man das Relief, wie das so ein bisschen schimmert. Und im Moment ist der Slideout ja rausgefahren.
Vielleicht bist du mal so lieb, Uwe. Zeig mal ganz kurz bitte mal das Preisschild in die Kamera. Es ist ein kleines Preisschild. Wir kriegen es dann noch fertig, da eine andere Zahl vorne dran zu stellen. Vor die 9 geht auch noch eine 1 und so Kleinigkeiten. Das kriegen wir geregelt. Es geht noch teurer. Ja, aus Sonderwünschen bauen wir natürlich den Wagen noch weiter aus. Beispiel? Was geht Das noch? wäre Solaranlage oder Photovoltaikanlage oder was der Kunde wünscht. Individuell für sich gestaltet. So, ganz wichtig, Hanging Garment. Das heißt also Sachen, die hängend untergebracht werden müssen. Stehen die Frauen ja total drauf und auch die Männer. Ist ja variabel. Ist variabel. Nach Wunsch des Kunden machen wir den entweder als Kleiderschrank oder wir haben halt eben als Garderobe für die Sachen einzuhängen. Ja, ein Bauen Riesenschrank. wir speziell bei uns im Hause um und lassen die Wünsche von dem Kunden am Preis geben. So, wenn Hier du haben wir noch einen Norm, warte mal. der Ja. neue Kühlschrank. Das ist die Öffnung für die Nacht. Die Herren, bitte zu beachten, für die Nacht. Und für die Damenwelt über Tag haben wir natürlich diese Öffnung. Es geht von beiden Seiten. Geht von beiden Seiten, ja genau. Die Arbeitswelt und das andere ist die Nachtswelt. Stark. Also das ist wirklich gedacht, um darin zu wohnen. So ist es ja. Das heißt also die meisten... Perfekt drin zu wohnen, ja, perfekt. Man braucht sich keine Gedanken zu machen wegen einer Unterkühlung oder sonst irgendetwas. Solange das Gas und Wasser funktioniert und ich meine Batterien voll habe und Stromnetz angeschlossen ist, lebe ich in dem Wagen komfortabelst. Das ist so gar nicht so Wohnwagen-Style. Also es ist ja so das Typische, was man so kennt. Hier habe ich zwar die Rundsitzgruppe, die ich da habe. Ich kann die auch umbauen zum Bett hier, die Rundsitzgruppe? Steven, das ist machbar, ohne weiteres, aber je nachdem, wie die Familienstruktur ist, genügt es auch schon, die Rückenteile wegzunehmen. Die Rückenteile, Die das ist dann kommst du breiter. im Moment in der Breite rein, wo ohne weiteres auch die Möglichkeit besteht, hier eine Nachtquartier herzurichten. Kommen Gäste oder hast du Kinder oder was auch immer, weil es ist ja doch ein bisschen strukturmäßig auf ein Paarchen ausgelegt, der Wagen. Gell? Genau, für 2 Personen, das sollte man auch wissen. Auch große Wohnmobile, die es ja gibt, sind meistens für 2 Personen ausgelegt. Und ich muss da nichts umbauen. Ich habe den kompletten Komfort mit allem drum und dran. In den letzten 4 Jahren, als es die jetzt gab, die Slideouts, was hat sich da denn wesentlich verändert? Wir sind von der Materialstruktur komplett geändert worden. Wir haben Modellwechsel gehabt, den Puccini im Cellini-Bereich. Ja. Wir haben andere Möbel. Wir haben natürlich auch daraus gelernt. Die Steuerung ist in dem Sinn geändert worden. Wir haben hier elektronische Ansprache drin, dass du verschiedene Module per Sprachsteuerung einsetzen kannst. Also hier ist alles drin, was das Herz begehrt. Alles. Wenn ich jetzt hierher komme, das Video, das wird rund 30 Minuten haben, da haben wir so die meisten Sachen gezeigt, ja, aber so eine Einweisung, denke ich mal, wenn ich den abhole, die dauert schon den ganzen Tag, oder? Wir haben Zeitfenster von ca. 4,5 bis 5 Stunden mit 2 Mitarbeitern des Hauses geplant. Ja. Dann ist es aber so, dass meistens der Kunde überfordert ist. Wir setzen dann meistens eine kleine Pause ein, weil es ganz einfach so überwältigend ist in Detaillösung, wo finde ich welche Schalter, wo ist was, wie ist jenes, sodass er getrost hier von unserem Platz wegfahren kann und anschließend sich nicht blamiert, wenn er irgendwo hinkommt und kriegt ein Slide-Out nicht rausgefahren. Gell? Uwe, wir machen eins. Wir drehen noch extra Videos, vielleicht nicht heute, wo wir jedes einzelne Element in einem einzelnen Video mal unterbringen. Dann sparst du dir vielleicht auch viel Zeit und der Kunde kann sich das zu Hause nochmal angucken. Ist das eine Idee? Sven, dann bringt viel Zeit mit. Dafür haben wir viele gute Ideen. Das ist so. Ja, das ist nicht die einfachste Version der Truma Aventa, sondern das ist Hightech, oder? Das ist Hightech. Wir haben Lichtsteuerung drin und Temperatursteuerung. Wir heizen also, kühlen und wir bereiten auch das Licht drauf. So, wenn du jetzt da drin bist, der eine guckt mal Fernsehen, wir zeigen gleich mal, wie man Fernsehen gucken kann. Du kannst hier zumachen, richtig? Du meinst diese Verriegelung hier? Ja, genau. Ja, genau. Wobei das ja eigentlich nur ein Sichtschutz ist. Aber Im eigentlichen Gebrauch ist es möglich, ja, aber im eigentlichen Gebrauch legt es sich in dem Sinn nicht als Schallschutz dar. Ja. Wie gesagt, ein 2-Personen-Wagen, warum muss ich dann in dem Moment die Tür zu öffnen? ich kann es aber trennen, wenn es einer mal sagt, ich will jetzt allein optisch mal ein bisschen Ruhe haben. Oder ist das er geht. umkleiden oder was, kann er sich selbstverständlich zurückziehen, klar. Ja. Sieht aber trotzdem cool aus. Ja. Was ist da drin hinter dem Schrank? Hier haben wir noch, hier, ja, aus dem Kleiderschrank drin. Nochmal zusätzlich. Ja, ein Kleiderschrank zusätzlich drin. Verhängende Unten haben wir einen Sachen. Backofen unten drunter eingebaut. So, der hat natürlich Oyster auf dem Dach. Der Oyster am Dach, klar, sicher. Ja, das ist die SAT-Anlage. Ich glaube, eine der schönsten. Ja, meistverkauften. meist verbautesten, ja. Was da unten? Da haben wir einen Backofen drunter. Der ist über Gas gesteuert, sodass du auch da unabhängig bist. Und kannst dir hier alle Möglichkeiten in dem Sinn variieren, was dir gefällt. Gell? Es würde auch eine Spülmaschine gehen, theoretisch? Theoretisch machen wir alles. Gut, ihr macht In der alles. Praxis machen wir es auch. Sehr schön. Ja, wir zeigen mal so kleine Details, wie zum Beispiel, wenn ich mich hinsetze, wenn du mal so lieb bist, genau, mach nochmal fest. Setz dich mal in die Ecke bitte, Uwe. Ja, da stelle ich ja nicht mehr auf. Wenn du mir jetzt noch eine schöne Flasche zu trinken bringst, dann soll das hier auch der Tag verbracht sein. So, ich zeige euch mal gerade die Breite. Also das ist ja Uwe, wie er da hinten sitzt. Ich mache nochmal kurz auf, Sekunde. Dann gehe ich mal ganz nach hinten durch, dass man mal einfach mal das Raumgefühl sieht, weil das wollen ja viele einfach mal sehen, wie breit
der Wohnwagen ist. Also hier fahre ich dann rein und jetzt kommt es nämlich, der Fernseher ist exakt an der richtigen Position, oder? Komm, der Platz neben mir. Schau das an. Der ist so ausgelegt, dass du ihn jetzt rausziehen kannst und dementsprechend variieren kannst. Na gut, das kennen wir ja. In dem Bereich Reisemobile und auch im Wohnwagenbereich. Du ziehst ihn raus, kannst ihn nach hinten steuern, nach vorne steuern. Sag mal bitte. Aber der TV-Bereich hat ja natürlich noch eine zweite Logik. Wir können ja genau die gleiche Anlage hier nochmal installieren. Gell? Ja. Wir haben hier komplett die ganzen Anschlüsse vorgesehen. Sodass du hier einmal einen großen, mächtigen Fernseher vors Bett legen kannst. Ja. Oder halt eben, du nimmst den kleinen, der halt eben im vorderen Bereich ist. Die Oyster benötigt ja einen Fernseher für die Steuerung. Kommst du ja sonst mit der Automatikantenne zurecht. Verstehe. Das heißt also, hier ist die ganze Steuerung drin. Der zweite Fernseher wird nur noch praktisch mit angeschlossen. Korrekt. Je nachdem, ob du dann 1 LMB oder 2 LMB wählst, also 2 unterschiedliche, Rudi Carrell und Sportschau oder halt eben alle Mann gucken die Sportschau. Ja, interessant ist auch, man kann die automatische Sattanlage so einrichten, die kann nicht nur den normalen Satelliten Astra für Deutsche, sondern der kann im Prinzip, was ihr dem programmiert, richtig? Richtig, genau. Wenn der französische Kunde konkret, dann natürlich der Astra 2 angesetzt, der sich halt eben auseinandersetzen kann damit, ja. So, hier ist die Steuerung. Ist die schwer zu bedienen oder geht's? Nein, das ist ein Faktor für die 4 Stunden Einweisung. Okay, ja. Das heißt, hier sehe ich wahrscheinlich entsprechende Funktionen, die Batterie und so weiter. Wasserstände, Batterieleistungen, alles was drum und dran hängt. So, ganz wichtig, die Truma, das ist eine der meistverkauftesten Heizungen, die mit drin sind. Im Moment ist sie im Strombetrieb. Ja, und sie hat im Prinzip auch das iNet-Netz dran, gell? Kannst du übers Handy ansprechen. Genau, du kannst also von Ferne aus, von zu Hause aus, bevor du losfährst, kannst die Heizung in deinem Wohnwagen in dem Sinne in Funktion setzen. So, hier unten, da geht es auch nochmal auf. Also hier kann ich aufmachen. Ja, das haben wir von außen schon gesehen, aber die Fläche ist natürlich wunderbar noch belegbar. So, das heißt, hier konnte ich so meinen Sprudelkasten reinstellen und kann mich dann bedienen. Ja. Kann das machen. Ja, das war mal so ein Kurzrundgang im Slideout. Und wir werden euch gleich mal ein Video machen, Slideout in Funktion. Extra Video können Sie dann abrufen da draußen, wie wir mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Dazu muss der Teppich einmal weggenommen werden. Das ist relativ einfach, das machen wir gleich mal. Und ja, man kann dann mal sehen, wie das Ganze auch mal surrt und funktioniert. Das interessiert ja viele Leute. Wie ist das so oft? Ist natürlich klar, das will jeder sehen, oder? Mehr oder weniger. Wie fährt er rein und raus? Das ist korrekt. Das möchten ja alle sehen. Klar, wer in dieser Klasse sich bewegt, der möchte auch wissen, was in dem Wagen drin ist. Ja, klar. Wir haben zudem nicht nur das Slide-Out, wir haben ja die Hydraulikstütze noch drin. Die Hydraulikstützen, die halt eben bis zu 3,5 Tonnen als solches die Sache hier aufsetzen. Der Wagen gibt sich automatisch ein eigenes Niveau. Und in dem Moment haben wir auch keine Probleme im Slide-Out, weil der Wagen immer 100% in eine Gerade steckt oder er gibt halt eben Wagensignale ab. Gell? E&P ist übrigens auch Standardausrüster bei Morelo, diesen Luxuswohnmobilen. Da ist auch E&P drin. Das ist richtig toll. Und hier vorne sieht man nochmal die Lichtsteuerung. Das Ganze ist nicht mehr über einzelne Schalterchen, sondern ich kann das ganze Lichtsystem von mehreren Punkten aus zentral einstellen. Das ist in dem Fall hier in diesem Bereich, im Küchenbereich und im Bettbereich, dreimal gegeben. Zudem heißt das ja automatisch auch noch mit der Rufsteuerung. Ja, wenn du Alexa wünschst, kannst du Alexa eingebaut bekommen. Geht. Klar. Okay. Aber haben wir in dem Wagen natürlich nicht drin, deswegen ist der kleine Preis hier vorgesehen. Die 96,495. Ist das, wenn ich jetzt hierher komme, ich sag mal, ist das jetzt der Bruttolistenpreis des Herstellers? Dann schauen Sie in mein Gesicht hinein, dann werden Sie sehen, was wir da machen können. Sehr schön, das war die richtige Antwort, die ich hören wollte. Uwe, wenn du noch mal kurz mitkommst. Gerne. Ist das hier für die Schuhe eigentlich? Das Fach kann für Schuhe und alles Mögliche eingesetzt werden. Ja, da vorne ist auch noch eins. Das heißt, ich könnte auch hier rein, könnte hier die Schuhe reinstellen, wenn ich jetzt von draußen nach drinnen komme und habt ihr nochmal Zugang. Das ist die Klappe von der Seite her, ja. Sehr schön. Ja, gehen wir mal raus, machen wir Abmoderation. Vielleicht 1, 2 Takte über euch, denn ihr macht das Ganze wie lange mit den großen Wohnwagen, mit den Doppelachsern? 54 Jahre sind wir hier am Markt. 54 Jahre. Ich nehme an, du bist noch sehr jung. Du hast es nicht selber gegründet, oder? Du musst Punkte sammeln. Das ist nicht notwendig. Also die Jahre sind schon vorangeschritten in mir. Aber wie gesagt, es ist auch generationsbedingt hier ein weiterer Wechsel vonstatten. Geht demnächst vonstatten. Die Nachfolger sind da. Es wird hier jemand da sein, der in jüngeren Jahren auch jünger noch verkaufen kann, wie den jungen Mann, den sie gerade vor dir hast. Gell? Ja, es ist so. Du hast ein richtig großes Team. Ihr sprecht fließend Französisch mit mehreren Leuten? Ja, wir sind hier komplett im französischen Markt aufgestellt. Wir haben insgesamt 3 französisch sprechende Mitarbeiter. Einmal klar in dem Verkaufsbereich, im Kundendienstmanagementbereich, in der Telefonzentrale und im Kundendienstbereich.
So, das ist jetzt der Slide-Out. Das geht in verschiedenen Varianten. Wir werden uns gleich mal einige Fahrzeuge mal anschauen, was da noch sonst so geht. Die Garantie würde mich mal sehr interessieren. Wie ist das Fahrzeug ausgestattet, mit welcher Garantie? Wir haben die gesetzliche 2-Jahres-Garantie und wir haben die 10 Jahre Dichtigkeitskontrolle. Das ist so. Das heißt, ich kann die auch erweitern, die Garantie auf Wunsch? Auf Wunsch ist sie erweiterbar, jedes Zeit, ja. Bis 6 Jahre können wir es ergänzen, ja. Wie ist so deine Erfahrung mit Tabat, was die Qualität angeht? Ja, top. Wenn Wirklich? ich draußen sehe, was ich verkaufe und was in welche Klassen diese Fahrzeuge reingehen, habe ich in den Gebrauchtwagenrückfluss ein klares Bild dafür. Tabat hat noch die Qualität Nummer 1 am Markt. Das ist so. Und das heißt, wir sprechen jetzt darüber, selbst Fahrzeuge, die jetzt 8, 9, 10 Jahre alt sind, haben noch einen guten Wert? Die stellen noch einen guten Wert dar. Die auch in der Dichtigkeit und im Möbelbau als solches eine Stabilität darstellen, die ja ohne weiteres im Gebrauchtwagenbereich auch gesucht werden. Also was mir aufgefallen ist bei den Slide-Outs Tabats, man findet kaum Gebrauchte. Die sind unglaublich gefragt, oder? Es gibt keinen Steher. Diese Wagen werden in dem Sinn draußen gesucht. Natürlich als Gebrauchtwagen lässt sich das Preisniveau auch noch etwas weiter nach unten ansetzen. Es ist über Jahre das gleiche Chassis, ist über Jahre das gleiche Slide-Out, sodass ich halt eben mich nicht verkaufen kann. Gell? So, wenn man jetzt Interesse hat, wir sind tatsächlich in Idar-Oberstein. Du hast Kunden aus ganz Europa, die hier nach Idar-Oberstein kommen. Das weiß kaum jemand. Als ich das erste Mal hier war, dachte ich mir, Idar-Oberstein, das liegt so zwischen ungefähr im Saarland und Mainz. Kann man das sagen? Ja, wir sind auf der Strecke Mainz-Saarbrücken genau im Mittelpunkt aufgestellt, aber nur auf Rheinland-Pfalz-Seite, nicht im Saarland. Das weißt du ja, gell? Wir sind ja vom Saarland-Fernsehen, ja. Deswegen ja, genau. Ich wollte das noch extra erwähnt haben, nicht, dass es hier Diskursen gibt an der Sache, ja. So. Ja, wir sind hier in Idar-Oberstein. Wir bedienen den gesamten europäischen Markt. Es ist für uns 54 Jahre Markt Tabat, 54 Jahre immer wieder Produktvariationen. Daher bin ich in meiner Person so gut wie 50 Jahre schon auf den Messen für Tabat unterwegs. Und wir sind auch dieses Jahr wieder in Düsseldorf, allerdings im Rahmen Corona etwas geminimierte Mannschaft, weil wir, wenn es dazu kommt, ja doch immer noch hier aktiv bereit bleiben wollen und jederzeit ansprechbar. So, wir werden gleich mal mehrere Fahrzeuge auch von Tabat mal filmen, um euch mal zu zeigen, es muss nicht der Slide-Out sein. Es gibt ja auch Leute, die, ich sag mal, ein etwas kleineres Fahrzeug haben, das kann man machen, aber so Zugfahrzeug mit 3,5 Tonnen Anhängelast macht schon Sinn, oder? Sven, mit was darf ich dich denn verwöhnen? Was möchtest du denn gern haben? Ich glaube, du wirst bei mir nicht mehr wegreisen, du wirst nur hier bleiben, wirst alles andere sonst im Leben aufgeben. Alles klar, vielen Dank. Uwe Schmidt, ja, von Autohaus Schmidt GmbH. Da vorne ist die Adresse. Wenn ihr Lust habt, am besten vorher anrufen, macht einen Termin. Denn ihr wisst, so eine richtige Vorführung vom Cellini, die dauert ein bisschen. Und ihr solltet euch auch natürlich gewiss sein, dass ihr Doppelachse haben möchtet. Denn das kann man nicht mehr mit jedem Auto ziehen. Ja. Aber die Profis werden sich auskennen. Vielen Dank, Uwe Schmidt. Ich auch. Hallo Sven. Tschüss. Tschüss. Ciao.